Temporale Adverbien, ja, das sind die Wörter wie gestern oder morgen. Aber in dem heutigen Video zeige ich dir, dass da noch ein bisschen mehr dazu gehört, denn du musst unterschiedliche temporale Adverbien benutzen, abhängig davon, welche Frage du benutzt, denn es macht einen Unterschied, ob du fragst, wie lange, seit wann, wann genau. Du brauchst bei jeder Frage immer unterschiedliche Adverbien und genau die zeige ich dir im heutigen Video. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch. Auf meinem Kanal erkläre ich dir die deutsche Grammatik auf eine einfache und leicht verständliche Art und Weise. Heute geht es um die temporalen Adverbien, also all die kleinen Wörter, die sich immer irgendwie um die Zeit, einen Zeitraum, einen Zeitpunkt, eine Häufigkeit oder Wiederholung drehen. Damit ich dir das ganz genau an Beispielen erklären kann, wechseln wir jetzt in mein E-Book. Temporale Adverbien. Wie es der Name schon sagt, temporal, muss es hier immer irgendwie um einen Zeitpunkt, einen Zeitraum, die Reihenfolge, Wiederholung oder Häufigkeiten gehen. Also kurz, alles, was sich auf die Zeit bezieht. Nach temporalen Adverbien kannst du mit bestimmten Fragen fragen, nämlich wann, wie lange, bis wann, seit wann oder wie oft. Zu jeder Frage gibt es unterschiedliche temporale Adverbien als Antwort. Deswegen hier das Ganze am besten an ein paar Beispielen. Beispiele für die Frage wann. Wann warst du das letzte Mal bei Oma? Gestern. Hier ist das temporale Adverb gestern, denn wann warst du bei Oma? Gestern. Hier noch zwei. Und warst du heute schon bei deiner Tante? Nein, da gehe ich morgen hin. Hier ist die Frage im Dialog, nicht direkt wann, aber du fragst nach dem Adverb mit wann. Wann warst du bei deiner Tante? Heute? Fragezeichen. Nein. Also, wann wirst du hingehen? Morgen. Hier habt ihr noch eine kleine Liste von anderen Adverbien auf die Frage wann, wie zum Beispiel montags, morgens, damals, also alles, was nach einem Zeitpunkt fragt. Ab wann, hier, ab wann kannst du mir helfen? Ab morgen kann ich dir helfen. Ab wann wirst du Urlaub machen? Ab übermorgen werde ich Urlaub machen. Hier sind das alle Adverbien, die sich auf einen Zeitpunkt beziehen, an dem eine Handlung beginnt. Das sind in der Regel diese hier plus ab davor. Also es gehen natürlich nicht alle, weil niemals oder nie funktionieren da natürlich nicht, weil wenn du etwas nicht machst, dann kann es auch nicht beginnen. Aber ansonsten ist es immer ab plus das Adverb von hier oben. Zum Beispiel ab dann, ab jetzt, ab nun, ab morgen, ab übermorgen, ab sofort und so weiter. Bis wann kannst du mir helfen? Bis morgen kann ich dir helfen, habe ich Zeit. Bis wann wirst du Urlaub machen? Bis übermorgen werde ich Urlaub machen. Hier geht es immer darum, um eine Handlung oder einen Zeitpunkt, an dem die Handlung endet. Also auch hier ist es bis plus das Temporaladverb, also ganz wie vorher, nur anstatt ab mit bis. Zum Beispiel bis dann, bis morgen, bis übermorgen, bis später und so weiter. Hier geht es immer darum, um den Zeitpunkt, an dem die Handlung endet. Seit wann? Hier, seit wann hast du nicht mehr geschlafen? Seit gestern habe ich nicht mehr geschlafen. Seit wann lernst du Deutsch? Ich lerne seit gestern Deutsch. Hier bezieht sich die Frage auf eine Handlung, die in der Vergangenheit begonnen hat und noch nicht beendet ist. Also hier benutzt du seit plus das Temporaladverb. Funktioniert genauso wie oben. Du siehst hier, der Unterschied ist einfach nur der Sinn. Sprichst du darüber, wann eine Handlung beginnt, dann ist es ab wann. Wenn sie ab dem Zeitpunkt, an dem sie endet, ist es bis wann.
Und wenn du darüber sprichst, seit wann du etwas machst, also die Handlung, die in der Vergangenheit begonnen hat, aber immer noch andauert, dann ist es seit plus das Temporaladverb, wie hier zum Beispiel seit gestern, seit vorgestern, schon immer, seit eben, seit gerade. Also auch hier gibt es ab und zu mal Varianten ohne das seit, die allein schon genau dieselbe Bedeutung haben. Aber normal ist es seit plus das Adverb. Als nächstes, wie lange? Wie lange hast du nicht mehr geschlafen? Seit gestern habe ich nicht mehr geschlafen. Wie lange sprichst du schon Englisch? Schon immer. Meine Eltern sind aus Neuseeland. Die Frage, wie lange, fragt nach einem Zeitraum. Sie wird aber trotzdem häufig mit seit plus die Zeitangabe beantwortet, wenn man es noch immer tut. Zum Beispiel hier seit gestern habe ich nicht mehr geschlafen. Das dauert noch immer an. Ich bin immer noch munter. Auch Englisch spreche ich noch immer. Deswegen schon immer. Denn häufig wie lange ist verbunden, dass man es noch immer tut. Dann kommt seit davor. Ansonsten funktioniert es aber hier seit eben, seit vorhin, seit gestern, seit vorgestern. Wenn du es nicht mehr tust, ist es einfach der Zeitraum, den du angibst. 3 Tage, 3 Jahre, 3 Stunden. Das ist dann kein Adverb mehr, sondern einfach nur die Zeitangabe mit dem entsprechenden Nomen. Aber auch mit Adverbien kann man die Frage, wie lange, beantworten. Und gehen wir weiter zu wie oft. Wie oft gehst du ins Fitnessstudio? Ich gehe immer montags ins Fitnessstudio. Hier immer montags. Das bedeutet jeden Montag. Wie oft lernst du Deutsch? Ich lerne mehrmals am Tag Deutsch. Hier fragen wir nach der Häufigkeit und man antwortet mit Adverbien, die eine Anzahl oder Regelmäßigkeit beschreiben. Zum Beispiel selten, oft, öfters, mehrmals, einmal, zweimal, dreimal, immer montags, freitags, morgens, abends. Auch hier, wie bei wie lange, ist natürlich es möglich, es ohne Adverbien zu beantworten. Zum Beispiel, ich gehe jeden Montag in das Fitnessstudio. Da ist es kein Adverb, sondern ein Nomen. Jeden Montag. Aber normal wird es mit Adverbien beantwortet wie montags, immer montags, einmal, zweimal, dreimal. Das sind alles Adverbien, die eine Häufigkeit beschreiben und somit auch zu den temporalen Adverbien gehören. So, jetzt weißt du, wann du welches temporale Adverb benutzen musst. Eine Übersicht wie die in meinem E-Book findest du übrigens auch kostenlos auf meiner Webseite, die ich dir hier unter dem Video verlinke. Wenn du mich und meinen Kanal sowie meine Webseite unterstützen möchtest, würde ich mich aber auch freuen, wenn du dir mal mein E-Book anschaust. Dort findest du es so schön formatiert und fertig zum Ausdrucken, zusammen mit über 120 weiteren Lektionen zur deutschen Grammatik. Wie du es gewohnt bist, immer alles auf eine einfache und leicht verständliche Art und Weise erklärt. Also, falls du mich unterstützen möchtest, schau dir das E-Book an. Ansonsten, ich freue mich auch, wenn du einfach nur einen Like hier beim Video dalässt. Und dann sehen wir uns wieder zum nächsten Video. Das sind die lokalen Adverbien, morgen zur selben Zeit.